Gibt's was, was du sehen oder erfahren könntest, was dich noch überzeugter davon macht, dass das Betrug ist? Hallo Marc, grüß dich. Grüß dich Danke, auch, dass du hallo. dich spontan dazu bereit erklärst. Ähm, Wir haben ja draußen kurz gesprochen, Richtig. und du hast was Interessantes gesagt, so in die Richtung, wie war das? Alternativmedizin ist Betrug, oder würdest du das anders formulieren? Ja, ich habe das auch dahingehend so formuliert, dass gestern in dem Vortrag der Betrug oder die Bezeichnung Betrug ja schon für das Gericht relevant war, denjenigen abzumahnen, also wenn man das behauptet hat von einer Institution, die so Alternativmedizin vertreibt. Und ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass die Alternativmedizin an und für sich, dass die falsch verstanden wird. Das muss man sich, glaube ich, klar machen, dass da sehr viel drunter subsumiert wird, was inzwischen mit den Begriffen zum Beispiel Komplementärmedizin so ein bisschen verbessert wird, also zusätzliche Medizin und nicht eine Alternative. Ja, Mit dem Begriff Schulmedizin komme ich sowieso nicht gut klar, weil es aus meiner Meinung nach gibt es nur eine Medizin, und zwar die evidenzbasierte. okay, damit wir das Ganze noch ein bisschen einfangen. Bei unseren Gesprächen geht es immer darum, ne, du triffst eine Aussage über die Welt und wir schauen, wie zuversichtlich bist du, wie stellt man fest, ob die wahr ist. Es geht nur um die eine Gut, Überzeugung. Darum war die Frage, ob du es anders formulieren würdest. Nein, ich halte die Alternativmedizin, so wie sie momentan praktiziert wird, für Betrug. Okay, dann klären wir mal kurz die Begriffe. Zettel lesen. Dann klären wir kurz die Begriffe. Was ist eine Alternativmedizin? Na, unter Alternativmedizin, dem Namen nach, wird der Gegenpart zur Schulmedizin verstanden, im Allgemeinen. Also die an den Universitäten gelehrte Medizin, die evidenzbasierte Medizin, die in Krankenhäusern und von Ärzten praktiziert wird. Und dem gegenüber steht eine große Blase an scheinbar alternativen Heilmethoden, die zum selben Ergebnis führen sollen. Und meine Behauptung ist, dass eben in dieser Blase sich sehr viele Menschen und Organisationen bewegen, die eben nicht das Heil des Patienten zum Ziel haben, sondern die Gewinnmaximierung. Okay, auf einer Skala von 0 bis 100, wie zuversichtlich bist denn du, dass die Aussage Alternativmedizin ist Betrug, dass die stimmt? Also 0 wäre, du zweifelst komplett daran, dass die stimmt, die Aussage, und 100 wäre, du bist ohne jeden Restzweifel davon überzeugt, dass das so ist. Ich würde sagen, zu 2/3 bin ich mir sicher. Zu 2/3, also 66. 66% ungefähr, genau. Ich möchte dazu noch anschließen, es gibt in quasi in jeder Leitlinie, in jeder medizinischen Leitlinie, evidenzbasierte Leitlinie, gibt's am Ende noch so den Zusatz supplementäre Maßnahmen oder unterstützende Maßnahmen. Also am Ende jeder Krebstherapie sieht man das. Da gibt's also darunter zählen psychologische Unterstützung, Umgebungsunterstützung, supportive Maßnahmen, die einfach den Heilungsprozess bessern. Und das sind aber keine alternativen Verfahren in dem Sinne, sondern das sind einfach zusätzliche Verfahren, die den Heilungserfolg verbessern. Ja. Und den halte ich für wichtig. Der lässt sich nur so sehr schlecht beziffern, aber darunter fallen dann natürlich aber auch so
so Aspekte wie ja, psychologische Unterstützung, Psychotherapie, Das die wäre dann komplementär, oder? Verstehe ich das richtig? genau, so wird es heutzutage dann als Mhm. Komplementärmedizin bezeichnet, die halt nicht als Ersatz für eine Schulmedizin, wenn man den alten Begriff noch Mhm. so benutzen darf, fungieren, sondern einfach zusätzlich. Ich muss das ein bisschen abkürzen. Mhm. Wie bist denn du zu der Überzeugung gelangt, dass Alternativmedizin Betrug ist? Hattest du die schon immer? Oder kannst du mir mal kurz erklären, wie hat sich die Überzeugung gebildet bei dir? Ich habe die Erfahrung gemacht, in meiner Funktion als Arzt, dass Patienten eine Alternative, eine scheinbare Alternative zum Lösungserfolg, zur Heilung wahrgenommen haben, da auch sehr viel Geld rein investiert haben und schließlich aber doch bei der Schulmedizin wieder gelandet sind. Und das Ergebnis war enorm. Also war enorm viel, was da kaputt gegangen ist, was letztendlich dann die herkömmliche Medizin wieder richten musste. Mhm. Bei deinen 66% Zuversicht, was ist denn was wäre das eine wichtigste Argument, wenn du eins wählen müsstest, dafür, dass das so ist? Also, du hast ein Tortenstück, du bist 66% überzeugt und von diesen 66%, welche Überzeugung oder welches Argument macht den größten Teil von diesen 66% aus? Ähm, Das ist tatsächlich die Idee nach oder die Suche nach Profit. Mhm. Die, dass es nicht um das Bekämpfen einer Krankheit geht in dieser Alternativmedizin, sondern um die Profitmaximierung. Mhm. Und das ist für mich ein ganz deutliches Zeichen dafür, dass diese Methode gefördert wird, nicht um den Patienten zu heilen, sondern um eben den Profit zu maximieren und damit ähm, kann sie sich oder wird sie sich auf Dauer nicht den evidenzbasierten Methoden unterordnen können. Und von den 33% Restzweifeln, was macht denn da das größte Stückchen aus? Ich denke, dass sehr viele Leute, die Alternativmedizin betreiben oder auch wahrnehmen, sich gar nicht darüber sicher sind oder im Klaren sind, dass es keine Evidenz gibt für große Teile der Evidenz der Alternativmedizin und dass sie das als Komplementärmedizin verstehen. Mhm. Und sagen wir mal so, die im besten Wissen oder im Glauben diese Angebote wahrnehmen, ohne mit dem bösen Hintergedanken sozusagen zu sehen. Bedeutet das, dass wenn jemand nicht weiß, dass er betrügt, dass es dann aufhört, Betrug zu sein? Wir haben, was du unter Betrug verstehst, jetzt noch nicht definiert. Ja. Ich dachte, das ist klar. Vielleicht hüpfen wir da auch noch mal kurz rein. Naja, ich denke, das ist trotzdem Betrug. Unwissenheit schützt vor Strafe nicht, so könnte man vielleicht auch sagen. Oder in dem Fall, also in dem Fall von den Patienten, von den Leuten, die die Alternativmedizin wahrnehmen, die kann man, wenn man das deterministisches Weltbild hat, können sie in ihrer Situation und in ihrem Wissen, in der Summe ihrer Teile, zu dem Zeitpunkt vielleicht gar nicht anders denken. Und da ist vielleicht auch ein Ansatz der evidenzbasierten Medizin, da die Leute früher abzuholen und ihnen die Risiken und die Probleme beider Verfahren klarzumachen, offenzulegen. Wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, korrigiere mich, wenn ich dich falsch verstanden habe, dann sagst du im Prinzip, dass Leute, die so fest an die Alternativmedizin glauben, ne,
dass die halt ein Weltbild haben, das kann gar nicht anders sein, weil wenn wir deterministische Wesen sind, dann können die gar nicht anders denken und deswegen würden die für dich nicht in die Betrugsmasche eigentlich reinfallen, sondern das ist dann ein anderes Problem. Wobei du auch gesagt hast, Unwissenheit schützt vor Strafe nicht. Kannst du mal, wir haben das vorhin vergessen, kannst du mal das Wort Betrug definieren? Naja gut, Betrug sehe ich in dem Fall, wo eben also trotz besseren Wissens eine Methode angewandt wird mit dem Ziel der Profitmaximierung anstatt dem Heil des Patienten. Und dem wird's andersrum verkauft. Okay, ja, dann verstehe ich das, dann macht das Sinn, ja. So. Und bei Anbietern von alternativer Medizin, die selbst davon überzeugt sind, ist es natürlich schwierig. Also die glauben ja weiterhin daran, dass sie eine Heilung verkaufen als tatsächliche Alternative. Da ist, denke ich, Aufklärung sehr wichtig und genauso, aber bei den Rezipienten von der alternativen Medizin, die das wahrnehmen, dass die tatsächlich mal die Zahlen oder auch die Schicksale sehen, die sich durch die alternative Medizin vielleicht auch im negativen Sinne manifestieren. Also man hat ja immer so ein bisschen die Evidenz oder die anekdotische Evidenz, ja, meiner Oma hat's geholfen oder so, oder der Tante Erna. Ich glaube, da wird viel zu sehr ausgeblendet, wem es denn nicht geholfen hat. Und wenn man auch irgendwelche Reportagen sieht, ich weiß nicht, ZDF-Reportagen, da wird dann halt eben ein Schicksal beleuchtet, bei dem es irgendwie vielleicht auch ein medizinisches Verfahren nicht geklappt hat. Ich glaube, da muss man einfach das große Ganze sehen und da tatsächlich die Zahlen für sich sprechen lassen. Mir ist gerade was eingefallen. Bedeutet es, würde deine Gewissheit zurückgehen, wenn du erfahren würdest, dass, oder der Grad der Gewissheit, nämlich den 66%, wenn du erfahren würdest, dass de facto alle Alternativmediziner von dem Schlag sind, dass sie fest daran glauben? Wenn sie das alles für umsonst anbieten würden, dann könnte ich mir das vielleicht eher vorstellen. Dann glaube ich, dann ist es aber ein moralischer Betrug. Also ich glaube nicht, dass meine Einschätzung dann zurückgehen würde. Das heißt, mein Urteil wäre letztendlich nicht milder. Was müsste passieren, damit deine Einschätzung zurückgeht? Ich glaube nicht, dass meine Einschätzung zurückgeht. Was das mit dem Betrug angeht, ich glaube, dass sehr viele, weil wir vorher den Begriff Alternativmedizin oder weil ich versucht habe, das so ein bisschen aufzuschlüsseln, was da alles so drin steckt, dass es sehr viele supportive Maßnahmen in diesen Therapien gibt und sei es nur der Placebo-Effekt, die durchaus auch helfend sind und helfend sein können. Und dass dies den Anteil der Alternativmedizin ausmachte, den ich als Nicht-Betrug bezeichnen würde. Allein das Wissen, ob das dann Betrug ist oder nicht, ist ein bisschen, würde daran nichts ändern. Es geht aber einfach nur um dieses Ausmaß, den diese Alternativmedizin eingenommen hat. Wenn die diesen kleinen Rahmen, in diesem kleinen Rahmen bleibt, supportiv zu sein, unterstützend zu sein, neben der konventionellen Medizin, dann ist das für mich ein Feld, das ist in Ordnung. Da haben die auch ihren Platz. Aber in dem Moment, wo sie sich als Alternative zu einem Verfahren anbieten, das durch Evidenz verifiziert ist, da fängt für mich der Betrug an. Aha, ich habe das so verstanden, dass wir eigentlich hauptsächlich über die Leute reden, die das als Alternative anbieten, ne? Dass man das ein bisschen trennt. Ja, also in dem Fall, wenn ich das so mal aufgreifen darf, die Leute, die das als Alternative zu einer mittlerweile etablierten
medizinischen Maßnahme sehen, da halte ich das auf jeden Fall für Betrug. Ja, in jedem Fall. Mhm. Sind die 66% noch anwendbar, wenn wir das so scharf trennen, oder sind wir da woanders? Na, dann würde ich den Betrug schon etwas höher setzen, weil wenn ich das tatsächlich nur wenn ich das, als Alternative zu einer, Methode, also ich nehme jetzt mal ein Beispiel, 'nem Leistenbruch. Da könnte man sagen, es gibt, das operative Verfahren, sich dann, Netz implantieren zu lassen et cetera, gibt's auch noch mal verschiedene Wege. Oder es gibt halt, so 'n Leistengurt oder was, der das dann zurückhält, diesen Leistenbruch. Das wäre eine nicht-invasive Maßnahme, aber es zeigt sich, in den Zahlen, in den Evidenzen, dass eben diese Operation das einzige, evidente also das einzige hilfreiche langfristige Verfahren ist. Natürlich ist es deutlich invasiver als jetzt dieser Leistengurt oder Gürtel, aber, Bruchgurt, dann ist das Verfahren an sich trotzdem der Betrug, weil das Heilversprechen gemacht wird. Ich kann den Bruch, damit heilen Mhm. und das ist es eben nicht mehr. Mhm. Okay, wenn ich habe dich vorher gefragt, was müsste denn passieren, damit deine Überzeugung oder dein Grad der Gewissheit ein bisschen sinkt. Mhm. Ne, jetzt haben wir das eigentlich neu eingeteilt, Ja. neu definiert. Aber du hast trotzdem wahrscheinlich irgendeine Prozentzahl im Kopf, wie überzeugt du bist, dass das unter der Voraussetzung, dass wir nur von den Alternativen Mhm. sprechen, stimmt. Kannst du da einen Richtwert geben, wo du ungefähr wärst, wenn wir das nur so betrachten? Also, wie gesagt, wenn es darum geht, dass, also um die Kernaussage Alternativmedizin Mhm. ist Betrug, dann würde ich das, durchaus höher, ansetzen, also den Prozentsatz, also die Wahrscheinlichkeit oder die Sicherheit, mit der ich diese Aussage treffen kann, würde ich Mhm. deutlich höher ansetzen, wenn es darum geht, die Methoden zu ersetzen, die momentan etabliert sind. Es gibt natürlich Ist da noch Luft nach oben? Also bist unter 100% oder? ja, weil es gibt natürlich, man muss immer ein bisschen abwägen zwischen einem gewissen ist das, was ich versucht habe, mit dem Leistenbruch, oder der Operation zu erklären auf der einen Seite und diesem Bruchgürtel auf der anderen Seite. Man muss natürlich immer gewisse Risiken abwägen und die sind für jeden Patienten, jeden Menschen ein bisschen unterschiedlich. Der eine hat 'n wahnsinnige Angst vor Narkosen, kann aber damit leben, dass so ein Bruch eventuell wiederkommt. Das heißt, für ihn wird die, Alternative, ähm, ja, schmackhafter sozusagen. Und, es gibt dann Patienten, die wollen einfach einmal, 'ne Operation haben, fertig und damit ist gut und damit ist die Sache geheilt. Und die wollen halt danach nie wieder was, von diesem Bruch hören. Die nervt es. Mhm. Und wenn jemand damit leben kann, dass er halt sein ganzes Leben lang dann mit diesem Gürtel meinetwegen rumlaufen muss, dann ist es durchaus 'ne legitime Alternative. Gibt's was du sehen oder erfahren könntest, was dich noch überzeugter davon macht, dass das Betrug ist? Ne, ich glaube, was die eigene Überzeugung angeht, würde ich so in dieser Alternativmedizin, mich dann irgendwo bei 90 einordnen. Und höher würde ich nicht gehen, eben weil es immer weil diese alternativen Heilverfahren, wenn es jetzt nicht um was Drastisches geht, wie, am Lebensende, wie, große geschehen, für die dann eine Alternative angeboten wird, äh, die wirklich sehr, sehr einschneidend sind, sondern wenn es darum geht, ob man einen größeren, Eingriff im Leben über eine Länge also 'nen größeren Eingriff einmal hat oder ein Problem dann ein Leben lang mitträgt, das ist dann auch eine Frage von dem Leidensdruck, den der jeweilige Patient mit sich Mhm. trägt. Und, der ist tatsächlich so unterschiedlich, das lässt sich nicht vorhersagen. Und, in dem Rahmen finde ich, haben diese Alternativen durchaus eine Daseinsberechtigung. Das heißt ja nicht, und das wird auch so in den, medizinischen Schulen gelehrt. Das bedeutet nicht,
dass es immer nur diese eine Möglichkeit gibt, dass ein Patient sich immer nur für dieses eine Richtige entscheiden muss, sondern er hat immer die Möglichkeit, das auf sein lokales Geschehen, seine persönliche Situation zuzuschneiden und abzuwägen, wie viel er denn wahrnehmen möchte und wann. Ich fasse das nochmal zusammen, ob ich dich richtig verstanden habe. Also du sagst, alternativmedizinische Maßnahmen sind in aller Regel Betrug. Es gibt Ausnahmen, je nach Schweregrad oder Leidensdruck sozusagen. Aber wenn schwere Krankheiten im Spiel sind, dann fällt es meistens in die Betrugskategorie, auch wenn dazu noch viel Geld im Spiel ist. Das würde ich so unterschreiben, ja. Aha. Okay, cool. Dann verstehe ich dich jetzt ziemlich gut. Weil als du am Anfang zu mir gekommen bist und gesagt hast, Alternativmedizin ist Betrug, hatte ich ein Bild im Kopf. Jetzt habe ich ein viel klareres Bild. Ja. Und das ist jetzt ein Hauptgrund, warum wir das machen, also damit ich dich einigermaßen verstehe. Und auch, ich glaube, ich habe dich 2-3 Mal dazu gebracht, so innezuhalten und mal so richtig nachzudenken. Wie hast du dich dabei gefühlt? Wie spürt sich das an für dich? Es ist manchmal ein bisschen schwierig, auf so Fragen dann konkrete Zahlen zu antworten oder da konkreter zu werden, wenn ich mir nicht vorher schon darüber ein bisschen Gedanken gemacht habe, um das so zu formulieren. Weil solche Fragen haben mir sonst, also das jetzt so einzuordnen, hat mich keiner dazu aufgefordert. Sondern das ist halt eher so ein generelles Gefühl. Ja. Genau, wir haben so ein System-1-Denken, nennen das die Psychologen, so die Heuristik. Wir nehmen die Welt intuitiv wahr und bauen uns unsere Meinungen intuitiv zusammen. Und das hier ist so eine Möglichkeit, dass man das mal so ins System 2 verschiebt und so nochmal bewusst drüber nachdenkt. Ja. Ich habe noch eine Frage habe ich noch zu dem ganzen Thema. Kann man das objektiv feststellen, dass man sagt, Alternativmedizin unter dieser und jener Definition ist Betrug, Punkt. Gibt es da eine objektive Möglichkeit? Ja, ich glaube schon. Wenn wir eine Situation haben von einem Patienten oder von einem Menschen und wir machen ein Heilversprechen und also wir haben ein Ergebnis vor Augen und wir sagen, wir hätten jetzt den Weg der evidenzbasierten Medizin und wir haben den Weg der Alternativmedizin. Wir sagen, wir kommen zum gleichen Ergebnis. Dann ist es Betrug, das zu behaupten, weil es wird letztendlich nicht das gleiche Ergebnis sein. Und ich glaube, das wäre ein Ansatz, da nachzuforschen oder das vielleicht ein bisschen mehr offen zu legen. Das lässt sich dann mit Sicherheit auch mit Zahlen bewerten. Und ich meine, so funktioniert ja die evidenzbasierte Medizin natürlich wird gegen eine Kontrollgruppe gemessen oder es wird wird ein alternatives oder ein bisher verwendetes Verfahren gegen ein neues getestet. Da kann man schon sagen, was sind die Vor- und Nachteile? Also es gab bis vor einigen Jahren, wenn ich jetzt nochmal beim Thema Leistenbruch beispielsweise bleibe, gibt es Verfahren mit Netz und ohne Netz, also mit der Implantation von einem Plastikkunststoff oder ohne. Und seit Anfang der 90er ist das recht gut untersucht, dass eben dieses Netz diese Verbesserung langfristig erwirken kann. Und man hat natürlich das Risiko von einem Fremdkörper im Körper. Aber da zeigen die Zahlen, dass die Alternative, das beispielsweise ohne Netz zu operieren oder mit irgendwelchen anderen Verfahren, am Ende nicht zum gleichen Ergebnis führen. Und wenn diese Alternativmedizin behauptet, sie haben am Ende genauso Ruhe wie nach einer Operation mit einem Netz, dann ist es Betrug, dann ist es falsch. Und faktisch falsch. Und ich denke, das lässt sich durchaus nachweisen. Marc, danke Gerne. fürs Gespräch. Dankeschön.